Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute etwas Besonderes und zwar bin ich Teil eines Osterprojekts, das die liebe Annette von Annettes Backstübchen ins Leben vor ein paar Jahren gerufen hat. An diesem Osterprojekt nehmen inklusive mir 7 YouTuber teil. Das heißt, ihr könnt jetzt seit dem 4.4. bis zum 10.4. könnt ihr jeden Tag um 14 Uhr ein Video zum Thema Ostern sehen, also Koch- oder Backvideos. Das läuft schon seit 6 Tagen. Ich bin das Schlusslicht. Ich bin heute dran. Und das Tolle an diesem Gewinnspiel, nein, nicht an diesem Gewinnspiel, jetzt habe ich schon verraten, an diesem Projekt ist, dass ihr was gewinnen könnt. Und zwar, wer sich erinnern kann, es gab es letztes Jahr auch schon, ihr müsst, Moment, ich zeige es euch, Ostereier suchen. Wie passend zu Ostern. Da hat sich die Annette wirklich, Entschuldigung, hat sich die Annette wirklich was Tolles einfallen lassen. Und zwar, ihr müsst jedes Video anschauen. In jedem Video ist eine gewisse Anzahl an Eiern versteckt. Die müsst ihr alle zählen, also vom ersten Video bis zu meinem Video. Und wer dann so eine Gesamtsumme hat an Eiern, der schreibt unter Annettes Ankündigungsvideo. In der Infobox unten findet ihr die Links dazu, wo ihr hin müsst. Und da findet ihr auch eine genaue Beschreibung zum Gewinnspiel. Und da könnt ihr alles nachlesen. Wie gesagt, es sind 7 tolle YouTuber dabei. Schaut auch also auf jeden Fall bei Ihnen vorbei, wer am Gewinnspiel teilnehmen will. Und dann können wir auch schon loslegen mit meinem Video. Und zwar, ich zeige euch heute einen ganz leckeren Eierlikör-Käsekuchen. Viel Spaß! Für eine Springform mit 26 cm brauchen wir 200 Gramm Schokoladenbutterkekse, 80 Gramm geschmolzene Butter. Dann für die Käsekuchenfüllung brauchen wir 1 Kilo Magerquark, 200 bis 300 Milliliter Eierlikör, 200 Gramm Zucker, einen Teelöffel Vanilleextrakt, 4 Eier, 150 Milliliter Sahne und 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Und dann noch für die Verzierung 200 Milliliter Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker, dann so 200 Gramm Schokoladenstreusel und für den Guss 150 Milliliter Eierlikör und 3 Blatt weiße Gelatine. Los geht's! Als allererstes müssen wir unseren Keksteigboden machen. Und zwar habe ich mich dafür Butterkekse entschieden. Ihr könnt aber auch Cookies nehmen oder Vollkornkekse. Also es müssen halt irgendwelche Kekse sein, nicht unbedingt Butterkekse. Aber ich habe mich jetzt für die Schokoladenvariante entschieden. Die gebe ich in einen Gefrierbeutel. Ihr könnt sie aber auch in einem Zerkleinerer zerkleinern. Aber hier brauche ich keinen Strom und es geht auch irgendwie viel schneller, bevor ich da alles vorbereite und rausholen muss. Einfach mit einem Fleischklopfer draufhammern und schön zerbröseln. Ihr könnt es fein zerbröseln oder auch so wie ich immer. Ich lasse immer so ganz leicht, was heißt leicht? Ich lasse etwas größere Krümel mit drin. So, die kommen dann in eine Schüssel. Und dann brauche ich geschmolzene Butter. Die sollte aber etwas abgekühlt sein. Und zwar waren das bei mir 80 Gramm. Es ist immer besser, wenn nicht zu viel Butter drin ist, denn wenn ihr den dann backt, kann es passieren, dass unten aus der Form diese flüssige Butter rausläuft und dann klebt das Ganze so. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, die Butter einfach da rein, gut verrühren und dann braucht ihr eine Springform mit 26 cm Durchmesser. Die habe ich jetzt mit Backpapier ausgelegt. Da kommt jetzt mein Bröselteig hinein oder mein Bröselboden und den drücke ich einfach mit dem Löffel an. Und dann darf der für 10 Minuten vorbacken und zwar bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. Danach im Backen lasst dann auskühlen kurz. Dann geht es weiter mit der Käsefüllung. Und zwar habe ich hier meinen Quark und den Zucker in eine Schüssel gegeben und der wird erstmal kurz durchgerührt. Dann mache ich meine Maschine aus und dann gebe ich das Puddingpulver dazu. Also ich mache es halt immer aus, damit es nicht so stäubt. Das ist nämlich ganz schön staubig. Also ausmachen, Pulver rein, verrühren und das mit der zweiten Packung dasselbe. Wobei da ich ein bisschen die Maschine laufen lassen habe und es ist trotzdem ein klein wenig raus. Dann kommen die Eier dazu und zwar einzeln, das ganze Ei. Also ein Ei rein, verrühren und immer so weiter, bis die ganzen 4 Eier verarbeitet sind. Was hier noch mit reinkommt, ist das Vanilleextrakt. Ihr könnt aber auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen.
Das Ganze verrühren und dann seht ihr, hier kommt der Eierlikör dazu. Ich schwanke jetzt zwischen 200 und 300 Milliliter. Das ist der Grund, und zwar, wer Eierlikör mag, der gibt die 300 Milliliter rein. Wer es nicht ganz so deftig mag in dem Geschmack, weniger. Und dann kommt auch noch die Sahne dazu. Alles gut durchrühren und dann ist meine Käsekuchenfüllung fertig. Oder besser, ja, doch. Dann brauche ich meinen vorgebackenen, ausgekühlten Boden wieder. Da gebe ich jetzt einfach die Käsefüllung hinein. Und dann darf mein Kuchen für gute 50 bis 60 Minuten bei 100, ich würde mal sagen 150 Grad backen. Und dann, wenn er fertig ist mit dem Backen, im Ofen, noch im heißen Ofen, also den Ofen ausschalten und da drin auskühlen lassen. So sah er bei mir aus. Er ist zwar gerissen, aber nachdem er ausgekühlt war, ist das alles wieder nach unten gegangen und dann sah es nicht ganz so katastrophal aus. Dann lösen wir den Käsekuchen aus der Form. Vorsichtig mit dem Messer am Rand entlang schneiden und dann die Form lösen. So sah aus. Wenn jetzt der Rand nicht top ist, das ist nicht so dramatisch, denn wir decken das Ganze noch mit Sahne ein, die ich hier übrigens steif geschlagen habe mit 2 Päckchen Vanillezucker. Von der Sahne nehmt ihr euch noch so ungefähr 6 bis 7 Esslöffel weg für die Tuffs dann später und mit dem Rest streicht ihr nur den Rand ein. Und der Rand darf richtig schön dick mit Sahne bestrichen werden, denn da müssen dann später, was heißt später, da müssen jetzt dann die Schokostreusel daran haften. Und dann ist auch dieser Rand auch nicht so trocken. Hier sind meine Streusel. Einfach mit der Hand oder mit einem Teigschaber befestigen. Und so sah er dann aus. Ich fand ihn jetzt schon ganz toll. Dann braucht ihr einen Spritzbeutel mit Spritztülle. Ich habe eine Sterntülle gehabt. Und dann spritzen wir oben drauf Tuffs. Und zwar dicht nebeneinander. Wobei, ihr könnt es auch anders machen. Im Grunde genommen könnt ihr spritzen, wie ihr wollt. Aber ich habe schön dicht nebeneinander meine kleinen Tuffs gespritzt. Und das Schöne ist auch, solche Tuffs verdecken dann auch ein paar Löcher. Das ist ein Muss, wenn ihr einen Guss drauf gebt, denn die Sahne, also diese Tuffs, halten dann den Eierlikör auf. Also der fließt dann nicht runter. Dann braucht ihr die Gelatine, die weicht ihr ein im kalten Wasser. Ich denke, das habe ich schon oft genug gezeigt. Löst sie am Herd und gebt ein bisschen was vom Eierlikör mit hinein und dann den restlichen Eierlikör und dann richtig gut vermischen. Auch hier könnt ihr ein bisschen weniger Eierlikör nehmen, wem das zu viel ist oder wer diesen Guss gar nicht will, der lässt ihn einfach weg. Das ist auch machbar. Und dann kommt mein Eierlikörguss oben auf den Deckel drauf und wird noch schön gleichmäßig verstrichen. Und dann darf das Ganze nochmal so gut 1 Stunde kühlen, bis halt das schön fest ist. Und dann war mein Eierlikör-Käsekuchen fertig. Also ich finde, Eierlikör gehört zu Ostern wie die Eier. Ist meine Meinung. Und der ist wirklich lecker und total einfach. Ja, das war jetzt mein Beitrag zum Osterprojekt von der lieben Annette von Annettes Backstübchen. Was ich euch noch sagen wollte, was ihr gewinnen könnt, das ist von Clever Cake eine Fondanthülle. Ihr kennt sie vielleicht noch von meinem Weihnachtsvideo. Da habe ich sie ausprobieren dürfen und die ist wirklich genial. Und da könnt ihr was Wunderschönes zaubern. Und ihr könnt auch selber euch eine aussuchen. Ja. Dann schaut auch bitte bei den anderen vorbei. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu dem Projekt und zu dem Gewinnspiel. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund. Wunderschöne Ostern und bis demnächst. Tschüss. Ach, übrigens, was ich vergessen habe. Gestern
war die liebe Annette persönlich von Annettes Backstübchen dran. Schaut bei ihr vorbei. Ihr findet den Link unten in der Infobox. Tschüss!